Okay Leute, ihr habt es nicht anders gewollt. Meine Meinung zu Andrew Tate. Wurde jetzt echt immer wieder kommentiert. Kommt noch ein Video zu Andrew Tate und das Piers Morgan Interview wurde vor allem vorgeschlagen. Es ist sehr lang, wie ich schon angemerkt habe, über 1 Stunde. Aber den Vorschlag hier finde ich gut in den Kommentaren. Ich werde einfach die meistgeschauten Stellen mir angucken. Ich habe das Video selbst nicht gesehen. Andrew Tate wurde mir eine Zeit lang relativ oft in den YouTube Shorts vorgeschlagen. Das heißt, es kann sein, dass ich Ausschnitte darüber kenne. Das Video an sich mit Piers Morgan, das gesamte Interview, habe ich nie gesehen und werde es mir jetzt anschauen. Wir gehen direkt rein und wir gucken uns hier die Spikes an, die YouTube uns ja neuerdings hier so schön anzeigt. Most replayed direkt am Anfang. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal von Anfang. Tonight on Piers Morgan Uncensored, one of the most infamous men in the world, Andrew Tate's misogynistic tirades have been viewed. Das ist schon eine Ansage. One of the most infamous men in the world. Kleine Übertreibung würde ich hier sagen. Es ist eine Bubble. Es gibt ganz viele Leute, die ihn nicht kennen. Billions of times online. He's now been effectively banned, though, from the internet. He doesn't think that's fair. Tonight, I'm going to try and work out if it is. From London, Mal gespannt. this is Piers Morgan Uncensored. Well, good evening from London and welcome to a special edition of Piers Morgan Uncensored. Good evening from London indeed. Da bin ich auch. Andrew Tate, one-on-one. He's the most famous man you probably never heard of, with billions of views online. Das finde ich gut. Einer der berühmtesten Leute, von denen wir nie gehört haben. Es ist wirklich so eine Bubble-Frage. Also wenn man die eine Gruppe von Menschen fragt, dann wird jeder Andrew Tate kennen und in einer anderen Gruppe wird ihn absolut niemand kennen. Meine Eltern kennen ihn sicher nicht, aber ich bin sicher, viele von euch haben von ihm gehört, denn ihr habt ja alle danach gefragt. At one point this year, more people were searching Google for Andrew Tate than Donald Trump or Kim Kardashian. A former professional kickboxer, he was... Was hat er gerade gesagt? Mehr Leute suchen nach dem als nach Donald Trump oder Kardashian. Okay, also das ist, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann ist das ja schockierend berühmt. Kicked off Big Brother in 2016 after a video emerged of him striking a woman, in what they now both claim was a consensual sex game. He's since made millions as a pornographer and casino owner in Romania, but it's his online videos that have made him notorious across the world, posing as a playboy with fast cars, cigars, weapons and cash. He rants about his often scandalous views on women. Or instruct a female to provide sustenance. Cook. So I think my sister is her husband's property, yes. Tells young men they can get as rich as him by paying for his digital life lessons. I have 100 business tips I'm going to teach you, which will allow you to make your own money instantly. But amid global media backlash, the net has closed on Andrew Tate. While millions still share his videos, he's effectively banned from the web, booted off Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and TikTok. To his fans, he's a misunderstood satirist and the victim of big tech censorship. To many others, he's a malicious misogynist. Tonight, I'll try and get to the truth. Well, some of the opinions Andrew Tate... Ja, dieser Wahrheit, der werden wir jetzt in der Tat hier nachkommen. Naja, ich werde meine persönliche Meinung sagen. Großer Disclaimer am Anfang, ich habe diesen ganzen Fall, der war im Gefängnis, Human Trafficking, auch diese Geschichte, dass er irgendeine Frau geschlagen soll, ich habe mich damit nicht im Detail beschäftigt, ich kenne nicht die Indizienlage, ich werde hier kein Urteil aussprechen, ich werde hier nicht sagen, der hat dieses oder jenes begangen oder verbrochen, ich reagiere hier auf meine Reaktion, wie er in diesem Interview rüberkommt, was ich kritisch finde, was ich unkritisch finde, wo ich vielleicht ein bisschen Pushback machen würde, was ich interessant finde, was er sagt, nur darum geht es geht nicht um die Schuldfrage, es geht nicht um die ganzen Dinge, die, glaube ich, erst nach diesem Interview passiert sind. Kann ich nichts zu sagen, stecke ich nicht genug drin. Tate shares in his videos are undeniably deeply offensive. We're going to show you some of them on this show. I think you should see them for yourself, not simply hear what he says about them or what other people say about them. Tens of millions of people. Das finde ich schon mal gut, muss ich sagen, hier Piers Morgan, man soll sich einen Eindruck aus erster Quelle machen und nicht nach dem Motto, da habe ich irgendwie eine Schlagzeile gelesen, das ist irgendwie ein zwielichtiger Kerl oder der ist irgendwie unseriös oder seriös, soll man sich selbst einen Eindruck machen, finde ich gut. Across the world follow Andrew Tate, and with a big following comes a big responsibility, as well as a public interest in holding his views to account. If outrageous opinions are read aloud, they can be challenged and exposed for what they are. If they're silenced, the person holding these views can become a martyr. So that's why I invited Andrew Tate to come here tonight, and he joins me now live. So Andrew, well, welcome first of all. Ich bin übrigens auch großer Vertreter der Meinungsfreiheit immer und sehe das auch kritisch, wenn Leute auf Social-Media-Plattformen gebannt werden. Da bin ich fast immer in dem Camp, dass sie nicht gebannt werden müssen, es sei denn, es werden ganz offensichtlich Verbrechen begangen. Insofern, ich meine, dass nämlich Andrew Tate auf Instagram und so keine Accounts mehr hat, vielleicht auch auf YouTube nicht.
Das müsste ich mir auch wieder natürlich im Detail angucken, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass ich dem nicht zustimmen würde. Cool. You come all the way from Romania to do this interview. Correct. What do you hope to achieve from this interview? Why are you here? It'd be interesting to have a conversation with you. You've certainly been the subject of your own divided opinions in the world. There's a lot of people who would say some of the things you say are perhaps dangerous or toxic. So I thought you'd be a good person to speak to about this subject. I didn't know much about you. Er ist ein guter Rhetoriker, ne? Merkt man sofort, wie er Piers sofort mit sich ins Boot holt. Er sofort sagt, hier, du bist ja auch jemand, ne, du kennst das, du hast viele Kontroversen, du sagst deine eigene Meinung, manche finden dich toxisch. Holt ihn sofort mit ins Boot, versucht ihn auf seine Seite zu schlagen. Also gewiefter Rhetoriker von der ersten Minute, hier sieht man sofort. Before this year, and then I suddenly became very aware of you, as the world did, because, as I said earlier, you were the number one subject searched on Google ahead of Donald Trump. Yeah, I didn't think it was even possible. Why did you get suddenly so popular / infamous, do you think? I exploded. I certainly didn't do that with magic. I've been on the internet. Er hat sein Zenit auch überschritten, muss man, glaube ich, sagen, oder? Also er ist jetzt weniger populär und in den Medien als vorher, meine ich. Müssten wir mal die Search Trends angucken und man muss natürlich sagen, dass Google Search Trends an sich biased sind und jetzt nicht die gesamte Weltbevölkerung abdecken, aber ja, also unglaublich, hätte ich auch nicht gedacht. On the internet for a very long time. I think in the world we live in now, as the other side, the people who disagree with me, as they get more and more tyrannical in their censorships and their hate mobs, etc., as standard masculine practices are deemed toxic, I didn't put a magic spell on everybody. I managed to accumulate a large amount of affinity with the male populace across the Western world because I'm simply saying things that many men believe, think, and feel. The problem I would say is I want to play you just a clip off the top. This is from Joe Rogan, who's somebody I absolutely love. Sure. And I think it explains to me what I presume my issue with you is going to be, right? Correct. And you right, you have absolutely got the right to try and persuade me otherwise. Sure. But Joe Rogan said this about you. My 12-year-old and my 14-year-old asked me about Andrew Tate. And my what'd you 14-year-old say? asked me, I said, he's a legit world champion kickboxer. I go, I like him a lot. Why do you like him? And I was asking him. They said he says a lot of funny stuff on Twitter and TikTok. He f***ed up with the misogynist stuff. Yes. Because if he didn't do that, if he just did the pro-male stuff. So I thought that was interesting because when I've gone over everything that's been at the centre of the debate about Andrew Tate, I come down with Joe Rogan in the sense that there's a lot of stuff you say I agree with. You know, I've got 3 sons in their 20s. It's not easy, actually, being a young male in the modern world. And I think a lot of the things that you say about that can resonate with them. Yeah. The problem comes with the, 10, 20% or whatever of your output, which on the face of it appears to be blatant misogyny. And when you couple that with your massive influence and huge reach, that is why the social media companies have decided to effectively cancel you. I don't believe in cancellation. I don't believe in censorship particularly. That's why I've invited you to come on the show. But I do think a lot of the things you've said are blatant misogyny. Do you accept that? Also erstmal bin ich beeindruckt von diesem Intro von Piers Morgan. Finde ich, macht er sehr gut, ist relativ differenziert, sagt, was er gut findet, sagt, was er kritisch findet. Klingt erstmal alles plausibel für mich. Ich würde auch erstmal sagen, sportlich erfolgreich. Im Kickboxen verdient Anerkennung. Ja, da kann man erstmal sagen, Glückwunsch. Und da habe ich Respekt vor. Dann ist er sicher ein erfolgreicher Unternehmer, er ist ein erfolgreicher Influencer. Das sind alles Sachen, die nicht einfach sind und vor denen ich Respekt habe. Und ich bin sicher, dass er dementsprechend den Leuten auch was mitgeben kann. Wenn jetzt auch ganz viele, hauptsächlich junge Männer, nehme ich mal an, sagen, ich habe irgendwie von Andrew Tate was gelernt, der hat mir geholfen, dann ist das erstmal sehr viel gutes Karma. Und da kann man ihn nur zu beglückwünschen. Die Frage, die mir jetzt aber natürlich stellen kann, und bin ich gespannt, was er gleich antwortet, muss es so provokant sein? Muss es so sexistisch klingen, wie er die Sachen teilweise formuliert und so polarisierend sein. Was mir sehr aufgefallen ist, gleich am Anfang, habt ihr es gemerkt, was er gesagt hat? Er hat gesagt, the other side, die andere Seite. Das finde ich immer ganz schwierig, wenn Leute gleich sagen, hier gibt's die eine Seite und die andere Seite. Wenn sie das so forcieren, rechts, links, feministisch, antifeministisch, was auch immer es ist, was er da im Sinn hat, das ist schon mal schwierig und unnötig. Und man kann ja auch einfach seine Meinung vertreten und sie auf eine subtile und nuancierte Art und Weise vertreten, in der man ein ganzes Spektrum von Meinungen zulässt und nicht die Menschen in 2 Seiten einteilt. Aber ja, ich bin mal gespannt, was er sagt. So you made a very interesting point there. You just said on the face of it appeared to be blatantly misogynistic. I understand that on the face of some of the long format content I've made, if you're going to take a few seconds out of hours, chop it up, put it all over social media, accompanied with my massive fame, then things can absolutely not be taken out of context.
I do not hate women in any regard. I have no negative relationship with women. No women have come forward saying I've hurt them. I have no criminal record for hurting women. There's no way I can be seen as the face or the devil. Fact-checking, TBD, kann ich hier nicht kommentieren. In regards to how men treat women on the planet. I'm absolutely and utterly the opposite. I believe in protecting and providing. I've been misunderstood. There's been large contingents of people who have tried very hard to purport lies about me. And the truth of the matter is, I've been producing content for a very long time. Hours and hours of videos been cut down to 2 or 3 seconds of clip. Those clips have gone viral and people misunderstand me. But I think you've used this phrase of be taken out of context. And I'm not sure that is correct in the sense that it still comes out of your mouth. And some of the things you've said, I just think are blatantly. Well, let's do them. Let's hear them. Let's go through some. Sure. Right? So you said this about Me Too / rape. This is probably 40% of the reason I moved to Romania. In Eastern Europe, none of this garbage flies. You go to the police and say, he raped me back in 1988. They'll say, well, you should have done something about it back then. Yeah, so the point I was making was obviously at the height of the Me Too scandal, and also if we look at Amber Heard and Johnny Depp, there's been a lot of high-profile cases where men have been accused of things they did not do without evidence, and their lives have been completely and utterly destroyed. Right. When I say these things, people sit and say that, oh, he hates women. I don't hate women. I think rape is disgusting. I would take a stronger stance on rape than the British government. I think these people should face the death penalty. But to sit and say that women without evidence can go forward and just make up accusations against men, even though they've been repeatedly proven to destroy men's lives at will, is absolutely and utterly What about a woman who was raped back in 1988 and goes to the police? Then the man should face absolute and complete justice. But do you understand that when that clip appears on TikTok as a clip, and all right, as a clip, completely. Okay, but it's still something that came out of your mouth. Do you accept that when that appears on TikTok, a lot of young, maybe not as smart as you, young men, right, impressionable teenagers, will read that and go, what's he saying here? Is he saying that rape doesn't exist? No, I completely. I'm not going to sit here as a professional and say that I can't be taken out of context. What I will say is that one small sentence you've taken was from a 1-hour video where I explained that, of course, rape is disgusting. Okay, diesen einen Satz finde ich jetzt auch nicht so extrem problematisch, den er da gesagt hat. Ich werde gleich mal ein bisschen vorspulen, wie ich das ja eigentlich vorhatte. Ich bin ja schon so ganz im Sog dieses Videos zu den meist angeschauten Punkten. Was ich hier generell schon mal sagen würde, absolut kann man Leute aus dem Kontext ziehen. Ganz, ganz klar. Und es ist ein bisschen nervig dann schon bei Politikern, wenn die immer so darauf achten müssen, dass jeder Satz genauso formuliert wird, dass er, selbst wenn man ihn isoliert betrachtet, er zitierbar wäre, er okay wäre. Das ist anstrengend. Ich respektiere das, wenn Leute Klartext reden. Und da kann man auf jeden Fall einzelne Clips missinterpretieren. Ich würde aber auch sagen, nach den ganzen Shorts und TikToks, die ich zumindest so von Andrew Tate bis jetzt gesehen habe, dass er unnötig provokant ist, dass er unnötig sexistische Formulierungen verwendet. Ob es dann irgendwie darunter, wenn man immer tiefer in die Logik einsteigt, was sein wirkliches Denkgebäude ist, ist ja die eine Sache, aber die Frage ist ja immer, ginge es weniger provokant? Ginge es einfacher? Ginge es diplomatischer? Das werden wir uns hoffentlich gleich auch bei einigen der noch interessanteren Stellen angucken. Diese Frage Verjährung. Wie ist das, wenn jemand sexuell Übergriffe erfahren hat vor vielen Jahrzehnten? Das ist eine schwierige Frage. Und natürlich ist es immer besser, wenn ein Verbrechen sofort angezeigt wird. Andererseits hat sich der Zeitgeist zugunsten des Feminismus verschoben sicherlich. Und es gibt heutzutage eher ein Klima, in dem Frauen den Mut haben, sexuelle Überbegriffe anzuzeigen, sich zu beschweren, was wichtig ist, was gut ist und was ein großer Fortschritt ist. So ganz olle Kamellen, wo dann niemand mehr überprüfen kann, was passiert ist und Aussage steht gegen Aussage, ist natürlich schwierig. Und es gibt absolut natürlich das Problem, dass wenn nur noch Aussage gegen Aussage steht, eigentlich keine Schuld nachgewiesen werden kann. Aber dann diese Cancellations bestehen, Verträge gekündigt werden, Johnny Depp plötzlich nicht mehr in dem Harry Potter Film auftaucht, obwohl er eigentlich ja wohl gar nichts falsch gemacht hat. Das ist die Kehrseite der Medaille und da gibt's dann natürlich Leute, die sich genau für diese Seite oder eben für die andere Seite stark machen. Also das, da sehe ich jetzt nichts, wo man irgendwie ganz klar sagt, der eine hat recht, der andere hat recht. Oder es ist super kritisch. Wir gucken jetzt mal in die Peaks hier und warum es da im Video wohl besonders interessant wird, hoffentlich. Actually, you said the opposite. You said, actually, that's what I think, yeah. I think that when it doesn't really matter whether you recorded it when you're famous or not famous. It's what you actually believe, right? I believe that a man has a duty to protect and provide for a woman. I believe that a woman's father gives her away to the man. That's what I believe, and that's in my marriage. That's the circumstance I'm going to live under. If people want to live in a different scenario, that's completely theirs. Their prerogative. You went on to say about authority over women. If I have a responsibility. Das ist natürlich jetzt schon ein Statement, wo ich verstehe, dass nicht jeder dem zustimmt.
Erstmal kann absolut, denke ich auch, im Paar individuell jeder entscheiden, was für Geschlechterrollen eingenommen werden. Es ist okay, wenn die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht. Es ist okay, wenn der Mann zu Hause bleibt und die Frau arbeiten geht. Jeder muss das für sich entscheiden. Was man für Empfehlungen ausspricht, was man als junger Mann oder etwas älterer Mann wie Andrew Tate noch jüngeren Männern als Influencer mitgibt, das ist natürlich eine andere Frage. Was macht die Leute letztlich glücklicher? Schwierige gesellschaftliche, psychologische Fragen. Ganz wichtig ist, dass jeder die freie Wahl hat und dass es nicht den einen richtigen Lebensstil gibt. Ich denke, das ist eine dieser Kontroversen rund um Andrew Tate, dass er sich für ein recht klassisches Rollenbild bei den Geschlechtern einsetzt, was in Ordnung ist, individuell anzunehmen, solange es nicht zu einem, sagen wir, einschränkenden Default wird, solange sich nicht Frauen unter Druck gesetzt fühlen, dass sie karrieretechnisch weniger erreichen können, dürfen, sollen als Männer, ist das ja an sich in Ordnung. Responsibility over, I must have a degree of authority. Yeah. For the same reason, if I have responsibility over and people are going to use their mind, it's an example, an analogy, responsibility over a child, I have to have some authority. Yeah. So you believe as part of your ownership or your property of the woman, you have authority over her. No, I believe if you have That's what you said. I believe if you have responsibility over something, you have to have a degree of authority or you can't be responsible. Yeah, but authority means, again, that you're the boss. The point I'm making, if you'll please let me finish Sure. at this point, the point I was trying to make was talking about the safety of a woman. She was walking alone at night, and I was saying, well, I wouldn't let my woman walk alone at night. And they said, well, you're not in charge of her. You don't get to decide what she does. I said, I understand, but if I'm responsible for her safety, and I'm the person who's burdened with making sure she is safe, I have to have the authority to say, don't put yourself in unsafe situations. The two things are linked. Well, you don't have authority. You can absolutely have the right to say to the woman you're with, I don't think you should, but ultimately... If she decides, then I can't force her. Right, so authority implies that you have the ability to control someone. No, authority implies that I have the moral right to sit and say that that's an irresponsible thing to do and I'm responsible for That's not what authority means. Well, I'm not going to... If you think I'm going to lock somebody up in their room, is that what you're implying? No, I don't think you know what authority means. I know. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einen Clip verpasst haben. Sie diskutieren über Begrifflichkeiten, relativ langweilig. Ich würde meiner Freundin absolut nicht empfehlen, nachts allein durch eine einsame Gasse zu laufen. Man ist als Frau objektiv gefährdeter, wenn man das tut, als Mann. Deswegen ist es wichtiger, dass sie das nicht tut, als dass ich das tue. Ich habe absolut, würde ich sagen, nicht die Autorität, ihr eine Anweisung zu erteilen. Aber natürlich würde ich auch wahrscheinlich mich entscheiden, nicht mit jemandem zusammen sein zu wollen, der regelmäßig sich in unsichere Situationen begibt, wenn mir das dann irgendwie emotional, wenn es mich belastet. Also ich finde, das ist alles relativ unkritisch und sie diskutieren hier über irgendwie so ganz absurde Begrifflichkeiten, was es genau Autorität bedeutet und was nicht. Nicht so interessant. Wir gucken mal, was der nächste Peak bedeutet. Okay, ich habe jetzt hier mal zumindest eine Stelle gefunden, wo Piers Morgan etwas von Andrew Tate vorliest. Gucken wir uns mal an. Viewers who don't know why I'm asking, you said this. In general, this is also one of the reasons men find youth attractive. You want to blow up the internet? I'll blow up the internet right effing now. The reason 18 and 19-year-olds are more attractive than 25-year-olds is because they've been through less dick. People say, oh, you can't say that, but yes, I can. A 19-year-old is more attractive than a 26-year-old woman, and I'll tell you why. Because that 26-year-old has talked to more guys, been to the club more times, been effed and dumped more times, more arguments, more mess, more for me to clean up. That is misogyny. Why? Because you are encouraging a mindset about 25-year-old women that makes them sound out to be infinitely less desirable than 18, 19-year-olds. Das Problem mit dem Zitat hier von Andrew Tate ist vor allem seine Generalität. Er sagt, es ist attraktiver, wenn XYZ. Hätte er jetzt gesagt, ich persönlich finde das attraktiver, aber andere können andere Sachen attraktiv finden, dann wäre es wahrscheinlich kein Skandal. Ne? Ich finde es übrigens gar nicht so. Also ich persönlich finde das tatsächlich attraktiv, wenn Frauen etwas erfahrener sind. Ich persönlich finde diese Jungfräulichkeit zum Beispiel, die ja für manche Männer und vielleicht auch für manche lesbische Frauen, wer weiß, ein gewisses Sexualitätsideal ist, finde ich persönlich nicht so attraktiv. Ich finde das einfach schlicht und ergreifend heißer, wenn sie etwas erfahrener ist und schon andere Partner hatte. Aber das ist einfach eine ganz persönliche sexuelle Vorliebe und das kann man nicht generalisieren, da gibt es auch kein richtig und falsch. Insofern würde ich Andrew Tate ja auch nicht den Vorwurf machen, dass das eine falsche Vorliebe ist, aber er hat sie ja ein bisschen unnötig generisch formuliert, würde ich sagen. And having effectively been having too much sex to be taken
in a more respectful way. Well, firstly, even if that was the case, that wouldn't be misogyny. But what did you mean by what you said? That's not misogyny because it's not anti-women. I'm saying that an 18 or a 19-year-old woman would be more desirable. Pretty anti-25-year-old woman. Anti-25-year-old women we can argue, but not misogyny. Well, that's misogyny then, isn't it? No, it's not. Well, being anti any woman at all is misogyny. Not when I'm saying that women are beautiful and attractive at a certain age and saying that age. You're saying 18, 19-year-olds are more attractive than 25. Well, than ageist perhaps, but misogynistic absolutely Is that not. Ja, also ich finde auch das jetzt hier, wie gesagt, wieder unnötig generisch formuliert, inhaltlich nicht die Welt. Man mag absolut bestimmte Leute, bestimmten Geschlechtes, bestimmter Figur, bestimmten Alters attraktiver finden als andere. Und man kann sich dann sogar Statistiken angucken und wird sicher feststellen, dass Frauen und Männer in einem gewissen Alter attraktiver sind als in einem anderen Alter. Das ist jetzt alles nicht so kritisch, nicht so interessant. Es geht hauptsächlich um Begrifflichkeiten. Hier gibt es aber einen großen Piepke im Interview und da gehen wir jetzt ein bisschen vorher rein und hoffen auf etwas schön Kontroverses und Substanzielles. You have gone on a bit of a journey of self-awareness about the impact of some of the stuff you said in the past, and you have said you wouldn't say it again in the same way. Now, you may not want to express regret for that, but it shows me that at the very least, you have evolved to somebody who recognizes that these can be quite damaging in the way that you said them. Completely. As a professional and as an adult, it would be stupid for me to sit here and say that now that I'm the most famous man on the planet, my words do not have more impact than they did before. Er ist nicht der berühmteste Mann auf der Welt, jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf, oder? Aber ich kann natürlich verstehen, dass man als Privatperson Sachen anders formuliert als in der Öffentlichkeit. Es ist ja kein Zufall, dass sich alle Politiker ganz anders ausdrücken als normale Menschen. Also das ist ja erstmal ganz plausibel. Before. With impact, with power comes responsibility. And things need to be worded in a very careful way. Now, when I do a long format interview, I have to sit there and consciously understand that any 10 seconds of that can be cut and used against me. So I have to be a lot more careful with how I say my words and how I construct my sentences. Of course, we agree with all of that. That's exactly what's happened to me. I agree with all of that. I don't want to be seen as a negative influence in the world. I know that there's a whole bunch of men. I get thousands of emails a week from men whose lives I've saved. I get thousands of emails a week from men who are on the verge of suicide and I've saved their lives. We're talking about... And by the way, I don't dispute that at all. You have almost certainly, I would think, from everything I've read about you, I think you have certainly been probably able to be very helpful to young men who have really struggled for self-confidence and all that kind of thing, right? Completely. I'm completely prepared to accept that. Finde ich toll, dass Piers Morgan das einfach so annimmt und ich bin genauso wenig in der Position, das zu bestreiten. Also das mag einfach stimmen, dass Andrew Tate vielen Leuten geholfen hat. Und es ist ja eben keine Schwarz-Weiß-Frage. Erst einmal, was ist deine Meinung zu Andrew Tate? Ist Andrew Tate gut oder schlecht? Er polarisiert ja ganz eindeutig. Aber man muss sich dieser Polarisierung nicht hingeben. Man muss nicht gewillt sein, sich in eine Schublade einzuordnen. Ich finde alles, was er gesagt hat, schlecht oder alles, was er gesagt hat, toll. Man kann da auch nuancierter auftreten. Piers Morgan macht das hier ganz gut. But there was also, I think, quite a disturbing piece that BuzzFeed did. And it talked about the negative impact of young, impressionable male minds when they've read or seen some of the more inflammatory things you've said. And they quoted, for example, Sandy, 22, from Washington. My father's gone from a man who minored in women's studies in college, who was kind and in touch with his emotions, treated all people, men and women around him, with kindness, to a man who says that whenever he sees an effeminate male stranger, he gets an overwhelming urge to murder them. He loves podcasts. He listens to a lot of podcasts. I know he's listened to Andrew Tate. Whoa. Let's stop for a second. Let's be professional here, Piers, because you're a professional, as am I. First, she said, did you say that my father went? She said, my father has Her gone. father. That's a full-grown man, firstly. So we're talking about my impact on children. You just talked about a full-grown man here. Secondly, I've never talked about murdering effeminate men in anything online ever, in any context ever. So I don't know why they have taken some random person I've never met in the world who's full-grown, an adult, and come to their own conclusions who I've never met and lumped his name in with mine. That is absolutely unfair on every level. Ja, das ist ein sehr merkwürdiger Vorwurf oder Punkt oder was auch immer Sie hier wollen, warum Sie das in dem Interview einbringen. Ganz, ganz merkwürdig. Das kann man niemandem zum Vorwurf machen, gerade wenn man sehr viel Reichweite hat. Dann gibt's immer Leute, die gucken sich irgendwas an und drehen dann völlig durch und werden vielleicht auch so völlig durchgedreht. Also das würde ich aber auch sagen, da hat er ihm den Ball sehr freundlich fast zugespielt, denn natürlich kann man hier Andrew Tate aus dieser komischen Anekdote absolut keinen Vorwurf machen und da kann er sich natürlich sehr einfach verteidigen. I didn't read this BuzzFeed article, but after hearing the first point, I know it's trash. That is complete garbage. What to is sit your- and say what that is your I'm the view? reason this man believes what he believes. I've seen a quote from you, and you can tell me. Also ich
fand es auch nicht überzeugend, was er jetzt gerade gesagt hat. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. What you feel here about this? Sure. You talk about people don't want to see men dressed up in dresses. Transgender. That's people. not exactly what I said. What did you say? I said the reason I am so popular and I'm so famous is that there's a large contingent of men who don't want to wear makeup, who still want to make money, go to the gym, be strong, drive a fast car, be traditionally masculine, and don't want to be shamed for that, and they don't want to be called toxic for that. That is the reason I'm so massively famous. That is what I said. What do you think of transgender people? That's nothing to do with me. I'm not transgender, and I don't understand the issue like they do. They Are you transphobic? Do you consider yourself that? Transphobic? What? Afraid? Well, it kind of, yeah. You have I don't live in fear, my friend. I have no problem. You have a dislike of transgender people? I don't know any transgender people. But you have a dislike of what they stand for, what they are? No. Why would I? I don't know. That's not my issue. That's not my issue. And that's actually quite interesting because when I was... Also das Level, auf dem hier gerade die Vorwürfe oder die Fragen gestellt werden, ist relativ schwach. Und Andrew Tate meistert das ganz gut und sagt jetzt auch nichts, was ich in irgendeiner Weise problematisch finde. Das Einzige, was ich vielleicht sagen würde und was ich nach ein paar Clips, die ich auch sonst so hier und da gesehen habe, vermuten könnte, ist, dass Leute wie Andrew Tate manchmal, und vielleicht gehört er dazu, müssen wir mal genauer die Clips angucken, die Art und Weise, in der man heutzutage nicht mehr männlich sein darf, einfach übertreiben. Ich will auch kein Make-up tragen und mir wurde aber auch noch nie gesagt, dass ich das soll. Ja, ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Das hat auch noch nie jemand gesagt, dass es toxisch sei, wenn ich das täte. Insofern, wenn dem so wäre, dass ständig überall ganz viel getönt wird, man darf nicht als Mann ins Fitnessstudio gehen, man muss Make-up tragen, man soll sich Röcke anziehen, dann würde ich auch sagen, Moment mal, möchte ich vielleicht nicht, aber das ist ja einfach nicht der Fall. Und das wäre der absolute Strohmann sondergleichen, dagegen zu posaunen. Und ich könnte mir einfach mal vorstellen, das Orakel hier so ein bisschen, dass teilweise bei diesen eher typischen klassischen Rollenbilder, Influencern, männlichen Influencern, Maskulinitätscoaches und so weiter, vielleicht ein gewisser Strohmann errichtet wird, der nach meiner Einschätzung absolut nicht besteht. Das wäre vielleicht mein Kommentar hierzu. Ansonsten ist alles, was er gesagt hat, unproblematisch und geradezu offensichtlich. Wir gehen mal wieder hier zum Ende hin. Da gibt es noch 2 Peaks in der Aufmerksamkeit. Mal sehen, ob sie berechtigt ist. I disagree that if you feel depressed, I disagree that you cannot affect it and change your life and take control and fix yourself and feel happier. I disagree with that. Do you think I refuse to accept that there are people out there who cannot become happy, contented individuals. I refuse to accept we live in a world where God has created people who, no matter how hard they work and how good their life becomes, can't be happy. I don't accept that. I accept that the universe is a very giving place and that God loves all of us. And if you try your best and you work hard, you can become a better person. And I also will argue with you, and I'll counter the point, that you sitting here on your platform telling people they have clinical depression, there's nothing they can do about it, is far more dangerous. That. Okay, well then, if they have clinical depression... Why do you misquote me? No, because you're saying... You hate being misquoted. No, you're saying if people have clinical depression, then they have a disease. Es geht es in beide Richtungen. Da wird der Spieß umgedreht. Man müsste sich hier wieder die ursprünglichen Zitate angucken. Generell gibt es Leute, die Hilfe brauchen. Es ist nicht einfach, aus jeder Lebenssituation herauszukommen. Und was einem persönlich hilft, und letztlich sind das dann auch nicht einzelne Clips, sondern hoffentlich eine nahe und therapeutische Behandlung, das ist super schwierig. Und ich bin sicher, dass es Leute gibt, denen man mal sagen muss, reiß dich zusammen, fang an, sportlicher zu werden, dein Leben in die Hand zu nehmen, bewirb dich auf Jobs, mach was draus, ja, also wirklich, die so ein bisschen diesen Tritt in den Hintern sozusagen benötigen, vom Therapeuten, vom Coach, von einem Influencer. Meinetwegen, es gibt auch Leute, denen vielleicht lieber gesagt werden muss, es ist okay, mach dir keinen Stress, mach dir nicht zu viel Druck, die gerade dieses Sanfte brauchen. Also, man kann in dieser Pauschalität da jetzt nicht sagen, dass der eine oder der andere Ratschlag besser ist. Ich glaube generell, dass diese Balance aus maskuliner und femininer Energie, da könnte ich auch mal ein Video zu machen und drüber sprechen, dass die sowieso ganz wichtig ist. Und ich weiß auch hier ehrlich gesagt nicht wieder, worum es überhaupt geht. Ich denke auch, dass jeder glücklich werden kann. Ich denke, dass manche Menschen dazu mehr Hilfe benötigen als andere, je nach Situation. Es gibt Sachen, die objektiv abhängig machen. Es gibt ganz schwierige Lebenssituationen, in die man sich kaum reinversetzen kann. Man kann süchtig sein, man kann alle möglichen Krisen widerfahren. Die menschliche Psyche ist so kompliziert. Einfach ist es nie, diese ganzen Mental Health Sachen zu lösen. Und was einem jetzt am meisten hilft, entweder der Tritt in den Hintern oder die sanfte Einfühlsamkeit. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Go to a doctor and they get diagnosed and they get help. Then I would
argue the point that if It's the somebody... complete opposite of what you just said I said. I would argue the point that if somebody has depression of any kind, whether it's clinical, whether it exists or not, whether they feel depressed or not, whatever, that taking control of their life, taking personal responsibility and working hard is always going to be the positive, best thing they can possibly do for their life going forward. How and the people positive going is around it? them. So sitting here saying, I don't believe in clinical depression, you don't believe in depression. No, I don't. I believe that people can take control and fight against things. Right. I believe in personal sovereignty. Right. Fine. Klingt jetzt nicht so kontrovers. Good. So we agree. No, we don't. Yes, we do. No, we don't. Piers, Also, Leute, gucke ich die falschen Stellen, gucke ich das falsche Video. Ihr habt mich ganz lange gefragt nach meiner Meinung zu Andrew Tate. Ihr habt mir genau dieses Interview vorgeschlagen. Ich finde das alles nicht so wild, muss ich sagen. Das ist echt hier mein Fazit. Ich gehe nochmal zum Ende, aber ich finde es alles nicht so wild. I don't know why anyone would ever assume I don't want women to work or think women can't work, because I said that I should keep them safe sometimes. Good. No, but it's interesting because you have to look at this, Piers. It's interesting how people extrapolate. Andrew said that he's responsible for a woman's safety, and he said that gives him authority to make decisions for her safety, and that's been misconstrued, and he's a bad person. He believes that women are property. So, but now we believe that Andrew doesn't believe in love. Andrew doesn't believe women should work. I don't know where all of that comes from. Well, that's why I'm glad we've had a chance to discuss Completely. I believe women are sovereign individuals, and they can make any choice they so desire. I think that it's important that we remember that a man has a duty. I think I certainly in my relationship have a financial responsibility to provide for my woman. My woman would never have to work unless she wanted to, because I'm the kind of person who works hard enough that she wouldn't have to. Should young men, though, all aspire to be like you? Should young men aspire to work very hard, have no criminal record, become multimillionaires, protect and provide for the women close to them, be sovereign so they can stand up and have their own points of view in face of cancellation, be able to not be mentally intimidated when they go on national TV and there's traps set up for them. Yeah, I believe that confident, strong men who stand up and protect and provide for women are a good thing for the world and a good force for the world. And I don't... Also Leute, was soll ich sagen? Andrew Tate vertritt hier offensichtlich relativ traditionelle Männer- und Frauenbilder, und das ist in der persönlichen Beziehung in Ordnung. Ja, jeder kann sich sein Rollenbild und seine Rolle in den eigenen Beziehungen überlegen. Als Influencer hat man die Verantwortung, natürlich ehrlich zu sein und Ratschläge zu geben, von denen man glaubt, dass sie den Leuten helfen. Man muss alles, was man im Internet sieht, immer mit sehr viel Bedacht genießen und sehr viel Vorsicht, weil jeder in einer anderen Situation ist. Es ist in Ordnung, wenn man traditionelle Rollenbilder in den eigenen Beziehungen einnimmt. Es ist auch in Ordnung, wenn man eine ganz andere Rolle einnimmt. Es ist in Ordnung, wenn man zum Beispiel homosexuell ist und sich diese Frage männliches, weibliches Rollenbild sowieso gar nicht stellt. Insofern, was soll ich sagen? Abschließend finde ich dieses Interview bisschen dünn, bisschen oberflächlich, nicht besonders kontrovers. Schickt mir Material, auf das ich reagieren soll, wo es ein bisschen mehr in die Substanz geht. Dann kann ich da meine Meinung zu sagen. Ansonsten ist meine Meinung hier, dass das Ganze ein bisschen overrated ist und letztlich hauptsächlich Plattitüden ausgetauscht werden. Bis zum nächsten Mal.